Beginne nochmal neu. Hab das Ganze gerade mal beendet. Ach, da winkt ein Körbel. ähm, Weil bei mir so ein paar Probleme aufgetreten sind und ich jetzt nicht genau weiß, woran es liegt. Ich habe jetzt die Grafikqualität mal ein bisschen runtergeschraubt. Die Raketen sind einfach nicht mehr richtig in den Weltraum gekommen, wie früher am Anfang. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt starte ich nochmal eine Kampagne, mache nochmal die Tutorials durch und versuche dann mal mein Glück, wenn die ganzen Tutorials abgeschlossen sind, ob das dann besser läuft, weil bisher war es so, ich habe das ohne Tutorials immer noch mal gespielt und da lief es irgendwie schlechter. Keine Ahnung wieso. Naja gut, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Das ist jetzt noch mal eine neue Kampagne, die ich hier starte und ich kann jetzt noch mal alles hier verändern, so wie ich das meine. Wie wollen wir es haben? Na, machen wir mal hier die Erde und die Basisfarben und sowas, das ändere ich mal. Bin jetzt mal so der Rotmensch. Nehmen wir mal Rot und Gelb oder so als Organisationsfarbe. Ja, machen wir mal so, ne? So. Haben wir mal ein bisschen was anderes. Und Schwierigkeitsgrad machen wir leicht erstmal, weil ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und der Kampagnenname alles von Anfang an. So, wir haben die Kerbal Space Agency, das lasse ich und wir starten sie. So, dann geht's los. Wir gucken uns nochmal alles an, von Anfang an. Na, jetzt sieht das auch schneller aus hier. So, ich starte nochmal mit allem drum und dran neu und gucke mir alles auch nochmal in Ruhe an, damit das alles gleich gut klappt. Ich habe die Grafikqualität ein bisschen runtergeschraubt, weil bei mir hat das extrem geruckelt im letzten Durchlauf und jetzt wollte ich das alles mal ein bisschen flüssiger haben. Alles mal so auf niedrig eingestellt, wo ich meine, dass das eventuell ein Grund sein könnte. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbal Kine, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts of recently founded Kerbal Space. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! Also es sieht im Moment so vom Intro her schon wieder schneller aus. Ich hoffe, dass das jetzt auch so weiterläuft, weil ich habe alles runtergestellt, was man runterstellen kann, ohne jetzt zu viel Qualität zu verlieren. Wir gehen jetzt erstmal ins Trainingszentrum. Ich will nämlich alles nochmal durchspielen, damit diese ganzen Meldungen nicht mehr während des Spiels erscheinen und damit man auch nochmal hier so ein bisschen alles auffrischen kann und ich das hinterher auch besser vielleicht spielen kann. Mal gucken. So, das haben wir alles erstmal so weit weg, die Fenster. Jetzt gehen wir erstmal so in den ersten
Teil hier im Weltraum ist angesagt mit 7 Kapitel. Und wir schauen uns einfach nochmal alles hier an. Die ganzen einzelnen Schritte. Wenn die Videos laufen, dann sage ich auch nichts dazu, dass man das in Ruhe lernen kann. Und dann hinterher schauen wir mal, ob wir das auch zusammen hier hinbekommen mit dem Raketenstarten und so. So, in dem Tutorial wird das Spiel angehalten. Ja, natürlich. Es kann natürlich auch sein, ich habe vorhin mehrere Raketen im Weltraum im Orbit gehabt, dass das dadurch geruckelt hat. Ich hoffe mal, das ist jetzt alles ein bisschen flüssiger. Die Ladezeiten, die stören mich gerade so ein bisschen. Aber da muss man durch. Ist ja noch im Early Access. Space is the place. So you want to get to space. Have you tried rockets? Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low-thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. Auch mehrfach gucken, ist lustig. Space is the place. Ist das Video eine Wiederholung? Das ist wohl ein Bug, oder? So you want to get to Na gut, space. kann man jetzt Have you xen? tried rockets? Das haben wir jetzt gesehen und dann nächste. Ja, es läuft nicht alles reibungslos hier. Das Spiel ist noch im Early Access. Da sind noch ein paar Fehler drin. Die dürfen auch sein. Welcome to the launch pad. As you embark on your journey into rocketry, it's important to get all the crashing out of your system here in the simulator. It really cuts down on the awkward phone calls. Today, you'll be launching into the virtual skies over KSC, where you'll learn how to control a rocket. Okay. Let's learn how to rotate the flight camera. That way, you can see the launch from your favorite angle. Great! You can also läuft auf zoom jeden the Fall camera flüssig. in and out. Nice! Flüssiger Go als ahead and pick vorher. your favorite view for this launch. Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. So, Most dann bad können wir mal launches do too, anklicken. actually. Los. Ich habe übrigens diesen Countdown abgeschaltet, der immer kommt, wenn man startet. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch weg ist dann. Im Tutorial war das sowieso Looking weg. good! Ascend to 1,000 meters, and then we'll learn some controls.
jetzt flüssiger aus als vorher. Okay, you're a kilometer up. You can still crash, but you'll have more time to correct your course if you start pointing at the ground. Let's learn. When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up. Nice pitch. Now pitch up until you're flying straight. Let's move on. Yaw steers your rocket left and right. Try it now. Now yaw to the left to straighten up. Excellent. Now for the final control. Roll rotates your rocket clockwise. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. We can move on when you're ready. Das Tutorial haben wir auch soweit, also Steuerung, Kamera und Rakete funktioniert. So you want to get to space. It's time to make a rocket. A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, engine, and parachute. Let's start by learning how to add a command module. A command module allows us to control our vessel. As long as there is at least one command module on board, our rocket will be operational. For this lesson, we're going to make a small rocket. So we need a small... Great! It doesn't look like much, but it's a promising start. The next thing our How about that one? Rocketry Weekly calls it good enough. How exciting. Notice the part is once again attached to your cursor. If you place your cursor near the bottom of your command pod, you'll see it snap into place. Then left... Now that's beginning to look like a rocket. Well, almost. We need an engine. Here at the KSP, we have 4 different types of engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. To break free of Kerbin's soupy atmosphere, we want either a launcher or sustainer engine. I personally like sustainers. Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Excellent! Our rocket is looking pretty great. We just need one final touch. As is, our rocket can absolutely take flight, but if we want our pilot to survive the landing, we need to attach a parachute to the top of their command. Our one Kerbal rocket doesn't weigh much. Now, all we need to do is put it on top of the command pod. It won't do as much good on... Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this before?
As you start to build rockets, you'll want to see your designs from other angles. Let's learn how to manipulate the camera inside the vehicle assembly building. First, let's rotate the camera. Nice! Now let's zoom the camera in. Great! Now let's pan the camera up and down. You can also focus your camera at a specific part. If you want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to... If you ever get lost in the VAB, you can always reset the camera. Nice! Now you can get at those hard-to-reach parts of your rocket. Your rocket's ready. Let's take it out for a little hop. Let's move this rocket to a launch pad. Welcome to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Your rocket should do fine without any steering inputs, but if things get out of line somehow, feel free to intervene. You've cleared the launch tower and your flight is underway. Let's learn about staging. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage is designed for a different part of a mission. When a stage completes its job, it's dropped to shed weight. On your right, you'll find the staging stack. It displays all of the functions contained in each stage. Every time, each stage's fuel supply is shown on a bar next to the stage. Your active stage, Stage 1, still has a little fuel in it. When it goes dry, you'll drop that stage by selecting Go. Your first stage is out of fuel, and all it is doing is slowing you down. To drop that weight, you're going to activate your next stage. Ready? Hit Go to lose that mass. Congratulations! You're nearly to space, and your next set of fuel tanks are empty. Now is a good time to drop them. Activate the next stage to separate those tanks. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbin and wonder if you remembered to lock your car. Nice work! Your capsule has a lot of momentum. If you're curious how high up you are, take a look at your altimeter.
You're so high that rocketry involves a lot of waiting between the cool explosions. You can speed up time by check out your altimeter. See how quickly those numbers are rising? Let's ride the rest of the way up and fast forward. You're about to start falling back down. Let's slow down and enjoy the view. Great job. You're now a master of time. Try not to use this new power for evil. If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you deploy it too late, you'll do some unplanned underground exploration. The sweet spot for Kerbin is between... Okay, you're low enough to activate the final stage that can hit go to pop your chute. Nice work. The parachute will trail your capsule for a bit without fully opening. Once you've slowed down enough, it'll open all the way by itself. Your parachute is now fully deployed and slowing the capsule to a safe velocity. Congratulations! If this were real, you'd find celebratory snacks in the VAB kitchen. Missing the ground. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting, forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally.
By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Weiter. When you're making a rocket, it's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage, perfect for maneuvering in the vacuum of space. It could use another, more powerful stage to push it up to space from Kerbin's surface. Let's turn this vehicle into a multi-stage rocket. Okay. Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using add that decoupler to the bottom. We need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. To keep things simple, I've whipped up a new lower stage. Out in the real world, this list would show all of your saved workspaces. Here in the simulator, I'm only showing. Now that the lower stage has been merged into your current workspace, you can see it next to the upper stage. Select the lower stage and connect it to the decoupler beneath the upper stage to create a single two-stage rocket. Perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, or other element from an existing rocket, merging saves you the hassle of making the same thing over and over. Mhm. Space rockets sometimes need an extra boost. In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Boosters are attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a very high thrust for a short time. Let's attach some boosters to the sides of your vehicle. We'll start by attaching 4 radial decouplers that will eject the spent boosters when they're empty. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Klicke Symmetrie in der Werkzeugleiste mit rechts an. Wo ist denn Symmetrie?
Das ist doch hier, ne? Symmetriemodus. Echt? Ah. Great! Now when you place a part on one side of your rocket, 3 more evenly spaced duplicates will appear around the rocket. Go ahead and add 4 radial decouplers. Good! Now attach it as shown. Perfect! Now you've got 4 radial decouplers exactly where they need to be. Okay, weiter. Let's attach those solid fuel boosters. Ja, die haben so eine hohe Masse. Since you're still in 4x symmetry mode, simply attach this booster to one of the decouplers you just placed. That will attach copies of that booster to the remaining decouplers. Great job! You've finished your orbital rocket. You can symmetrically place up to 8 parts at once, a feat that could until now only be achieved by certain sea creatures. Before you launch a rocket, you need to plan the order of your staging events. Nobody wants to start out their flight by popping their parachute, right? Most parts that can be staged are automatically assigned to stages. Their activation order can be seen in the staging stack. You can change when staging events occur by moving them between stages. You can also add, remove, and reorder stages. Best of all, the staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be embarrassing for everybody, so let's move the boosters down to stage 1. Your solid fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of fuel first. Even though your main engine and boosters will activate at the same time, you want to drop the empty boosters before you drop your main engine. You'll add a new stage above stage 1 to do one thing. Activate the radial decouplers to jettison your spent boosters. Now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your new stage 2. All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your orbital stage's engine. Stage 5 will detach the orbital stage's fuel tank when it's empty. And stage 6 will deploy your landing parachute. Thanks to you, this rocket is ready to fly.
ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching, executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a final burn at the top of your arc to establish a stable orbit. Before we begin, let's talk about the nav ball. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky, and the brown half represents the ground. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme. If the nav ball's brown, you're going down. At launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle at 100%. Your solid fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be shut off once they're lit. You can see your main throttle here. Left shift gradually increases your throttle. Left control gradually decreases your throttle. Z and X instantly set your throttle to 100 or 0% respectively. Left, your fuel levels are visible within the staging stack. Right now you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Good luck! Start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step to entering orbit. For our first flight to orbit, we're going to start our gravity turn up to where the air is thin, at an altitude of around 10. Every stage has its time. This one was a little too soon. Let's try again. Irgendwie habe ich zu früh gedrückt. Entweder startet das jetzt nochmal oder ich muss nochmal zurück. All right, we're ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. Before we begin, at launch, you can see your main throttle here. Left, your fuel levels are visible within the staging stack. Right now, you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. Zu Ende gesprochen hat. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Bis 10.000 Meter gerade. Boosters are empty. Let's drop them. It's time to start your gravity turn.
A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center of the nav ball. Your vessel and nav ball should look like this example video if you're performing the gravity turn correctly. So weit durch zur Seite, okay. Way to make Kerbin's gravity work for you. You're now on track to establish an orbit. Your current stage's fuel is empty. Let's drop it and activate your deep space. Great job! Your rocket is on its way to orbit. As you gain experience, you can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning Mhm. Ich glaube, beim nächsten Mal kriegst du. Right now, we're on a ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Our objective, when planning and executing orbital maneuvers, you'll want to switch to map view. The blue arc passing through your vehicle is its current trajectory, the path your rocket will follow if you don't touch the controls anymore. Our goal is to make that arc into a circular orbit. After you've coasted nearly to the top of this arc, you're going to point for... Let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map view. It's called the apoapsis, abbreviated as AP. You're going to max out your throttle before you pass this point. We're paused at just before the apoapsis. We want to go faster in the direction we're already moving, so we need to make sure our rocket is pointed forward. There's a handy marker on your nav ball called the prograde marker. That represents your forward direction. Use the Stability Assist System, or SAS, to point your vessel at that marker. You're all lined up and ready to go. The next step is to go. Once your trajectory reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE, the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the apoapsis, or highest point. By burning prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your periapsis, the lowest point on your orbit. Here's the most important thing to remember about setting up an orbit above an atmosphere. Your periapsis must be higher than the atmosphere, or your rocket will start to slow down every time it dips into the upper atmosphere. On Kerbin, that means every part of your orbit must be higher than 70 kilometers. Okay, your orbit is fully out of the atmosphere. Cut the throttle. You did it! You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KSC. Feel free to take a moment to admire your first orbit. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better. So, jetzt habe ich ja gesehen, wie man Raketen baut. Jetzt mache ich das erstmal nach. Und versuche das mal selber mit dem Orbit hinzukriegen.
Also jede Stage einzeln bauen und dann alles hinterher zusammenführen. Recht hat sie. So, speichere ich jetzt ab und Stage ein oder 1 klein. So. Siegsicher 1. So, machen wir ein neues. Medium. Das speichern wir mal als Stage 2. Stage 2. Arbeitsplatz. Machen wir ein neues. So, und jetzt können wir die erste laden, zusammenführen und dann nochmal die zweite. Zusammenführen. Jetzt brauche ich einen Adapter. Einen kleinen.
gucken. Also ich brauche noch eine Stage. So. Das ist. Ich brauche noch eine Stage. Untere und da. Das ist total von der Reihenfolge verdreht hier. So. Falsch hier. Dann das. 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 Und unten. So, das muss eigentlich so sein. Ah. Und jetzt gucken wir mal. Kann doch nicht wegschwimmen. Ich will sieht irgendwie komisch aus, aber das ist ein kleines Auto.
noch ein bisschen langsamer. Ein bisschen mehr Schub. So, jetzt werden wir langsam schneller. Na, komm. Machen wir so. M. Ja, ich habe schon eine gute Umlaufbahn hier. Dann fliegen wir also bis da. Braucht gar nicht mehr Schub. Dann fliegen wir bis da. So, bis hierhin. So. Und jetzt kann ich in die Ansicht wechseln. Wunderbar. Und hier Schub. Herrlich. Das hat doch gut geklappt. Schub weg. Vorspulen bis zu dem Punkt. So. Und wieder Schub. Ich brauche gar nicht viel, ne? So. Jetzt haben wir fast kreisrund. Warum war das vorher so kompliziert? Verstehe ich nicht. Treibstoff habe ich genug. Okay. Dann gehen wir mal zur Fahrzeugfabrik. Ich habe ja jetzt gesehen, das war gar nicht so kompliziert. Dann brauche ich jetzt noch mal eine. Dann zusammenführen. Das. Und das. Hier würde ich jetzt sagen, ich mache mal diese Ankopplungsdinger. Wieder. Ich glaube, wir schießen noch einen anderen hoch. Und zwar den hier.
Oh, das wird witzig. Das wird gleich witzig. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Schwungradstabilisator. Noch nicht benutzt sonst, ne? Das könnte mir auch vielleicht helfen, damit ich nicht ins Trudeln gerate. Was ist denn das? Dann könnten wir da einsetzen. So. Und hier war das, glaube ich. Mal so ein Landemodul dran machen. Andocken. Hier geht nicht. Da geht schon. Na gut. Und da eins dran. Ich würde sagen, das machen wir symmetrisch. Das ist links und rechts gleich. So, dann brauchen wir noch Booster. Eine reichen, ne? Was ist das denn eigentlich? Oil Rocket. Hä? Was? Ihr habt mehr Trust? Wieso hat die so viel? Aber die hat wenig Brennstoff. Ich gerade im Vergleich zu dem hier.
dann brauche ich hier noch Aerodynamik. Klein. Das ist, glaube ich, besser. So. Mal gucken. Also erst zünden die, dann werden die gelöst. Dann wird das Ganze getrennt. Das muss eigentlich hier unten hin mit den Boostern. Und dann haben wir das noch. Ja, und dann muss ich das noch trennen vorne. Ja. Das kriegen wir hin. So, und da dran. Fallschirme. Na gut, das Fenster hat ein bisschen zu, dieses Fenster hat auch ein bisschen zu. Aber das ist halt wenig. So, ja. Na gut. Fahrradschutz kommt zum Schluss. Ganz am Ende. Jetzt will ich nochmal gucken. Das okay, das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay, auch okay. Das kommt da. Das weg. Nochmal gucken. Also Booster und das. Dann trennen. Dann das trennen. Dann das Triebwerk hier trennen. Und Fallschirme öffnen. Ja. Aber mir fehlt hier irgendwie noch was an Treibstoff. Wir nehmen noch ein bisschen Treibstoff mit. So, wir haben hier noch die Möglichkeit. Aha. Also, ich habe ja gesagt, ich will ja hier Rettungsmission machen. Ja. Nehmen wir einen Treibstoff mit. Nehmen wir einen Treibstoff mit. Ja. Haben wir auch noch Rettung, ja. Und 2 Andockmöglichkeiten. Weil das untere ist ein bisschen eng, ne? So. Noch ein bisschen. So. Ah, dann. Oh. Nee, so viele wollte ich nicht. 2 reichen mir. Ja, so kann man es machen. Testen wir mal. Ach nee, jetzt geht die Kamerasteuerung schon wieder kaputt. Los geht's. Start.
Das wird aber ein kleiner. Moment. Ja, ein bisschen nah an der Erde. Aber ich ziehe den Punkt wenigstens hier weit weg. So, und da ist der andere Körbel, den wollte ich retten. Zu wenig Treibstoff. Mal wieder. Da fliegen auch noch Reste rum. So, jetzt komme ich langsam auf eine Geschwindigkeit, die ich brauche eigentlich, aber na, reicht das noch? Ne. Also der wird auf jeden Fall abstürzen. Weiter komme ich dann nicht mehr. So, zurück zum Bauen. Also ich brauche größere Booster. Dann müsste das Problem gelöst sein. Booster weg. Die haben wesentlich mehr Trust. Wesentlich mehr. Und nicht so viel Gewicht. Das kommt auch noch dem zugute. Aber oh. Muss ich die irgendwo auf eine Spitze drauf bauen? Moment. Muss ich die da drauf bauen? Bin mir da sehr, sehr unsicher. Drei große Triebwerke unten drunter. Wie ist denn das, wenn ich das viermal mache? Geht doch auch. Müsste ich nur sehr schnell in Orbit bekommen. Na?
das hier, das stört mich jetzt gerade. Wo kommt das denn her? Hat sich ein Booster versteckt hier. Na komm. Mach weg. Okay. Machen wir mal den testen. Also, ich habe die. Die zünde ich direkt mit denen. Das heißt, die kommen da zusammen. Zweite Stufe weg. Das ist auch weg. Was ist das? Wie kriege ich den da jetzt wieder weg? Ach, da ist er. Wegschmeißen. So. Das hier wird damit zusammen gezündet. Danach kommt das. Danach kommt das. Und das kann mit dem auch zusammen gezündet werden. So. Und dann falsch hier. Und die weg. Jetzt bin ich gespannt. Also meine Raketen, die sind ja immer zum Abstürzen definiert. Mal gucken. Ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich was bringt, was ich da drauf gebaut habe. Wir schauen mal. Und go. Ach, die sind nur ganz kurz am Anfang. Stufe. Was ist jetzt passiert? Wir gehen mal in Flugrichtung. Also noch habe ich genug Treibstoff. Ja, sieht gut aus. Gerettet.
die Flugbahn ist. Viel zu klein. Braucht noch ein bisschen Schub. Das ist aber sehr, sehr langsam. Wir nutzen den Treibstoff noch ein bisschen. Ich habe noch eine Stufe. Die letzte Stufe kann ich dann benutzen für den Rest. Na, wird mehr, wird größer. Für sich sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Ja, wir kommen langsam in die Umlaufbahn. Ja, geht das noch mit der Stufe? Kriegen wir noch die Umrundung? Ich nutze den Treibstoff nochmal aus. Wir fliegen mal zu diesem Punkt. So, angekommen und jetzt nochmal letzte Zündung. Na, ich muss von dem anderen doch mal was nutzen. Okay. Ballast abgeworfen und jetzt nochmal. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch die Umlaufbahn erwischen. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Und geschafft. Na, das ist doch eine schöne, stabile Umlaufbahn. Machen wir mal noch ein bisschen kreisrunder. Ja, jetzt. So. Ist nicht ganz kreisrund, aber wir haben eine Umlaufbahn erreicht. Muss man nur noch dahin kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Treibstoff, also bis dahin kommen wird noch gehen. Ja? Gucken wir mal, wir planen mal ein Manöver. Manöverplan erstellen. Oder ich lasse den erstmal da fliegen und mache erstmal das Tutorial. Ja, ich
durch den Manöverplan erstmal, wenn man noch ein bisschen Treibstoff hat. Von daher, geh erstmal ins Trainingszentrum. Trainingszentrum. So, die haben wir durch, die haben wir auch durch. Umlaufbahnen sind komisch. Orbits are weird. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect the ball upwards. Unfortunately, hitting the ball upward bends its orbit so that it hits the ground before it can return to you. What you need to do is hit the ball in the direction it's already moving, adding to its already high velocity. Now that you've sped the ball up, why isn't it flying any higher? It just keeps whizzing by at the same height it always did. After all, I said that making it go faster would make it go higher. What gives? The ball is actually going higher, but it's going higher on the opposite side of the planet from where you're standing. You've raised its orbit, and you've learned the first lesson of orbital maneuvering. Your actions affect the opposite side of your orbit. Weird, huh? So your ball is moving faster, but it's still passing you at the same height. How do you get its orbit higher on this side of the planet? Now that you know how changes in velocity affect the other side of your orbit, you've got all you need. By adding velocity to the ball at the highest point in its orbit, you raise the lowest point in its orbit and make it circular again. Glück gehabt mit dem Loch. Orbits are weird. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect the ball upwards. Unfortunately, hitting the ball upward bends its orbit so that it hits the ground. Weiter, nächste. Ach, jetzt muss ich das selber fliegen, glaube ich, ne? An equatorial orbit is good, but if you want to travel beyond Kerbin, you will need to manipulate your orbit. Let's start with something simple, expanding. Remember how you circularized your orbit by increasing your forward velocity? To raise your orbit, you'll just do more of the same. It's time to burn prograde. Now that we're pointed the right way, we can increase the throttle and watch our orbit expand. Ooh, cut the throttle. If you overdo it, you'll leave Kerbin's orbit. Nice. That maneuver raised our orbit on the other side of Kerbin, so we will enter high. Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. The lowest point of our scroll the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object to center your camera on it. Click the middle mouse button to enter FreeCam. Press Home to reset the camera to your active vessel. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory by selecting a point on your vehicle's current path, and then selecting Time Warp to Point. Now you're way up in the sky, so high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here.
Hm. From command pods to space probe cores, a lot of critical rocket parts use electric charge. You'll want to design your rocket so it can generate and store EC. Hm. Wo war das Tutorial letztes Mal? Most rocket engines generate electric charge while active, but we'll still need a way to keep our batteries full while coasting between maneuvers. Solar panels convert Kerbal's light into EC for our rockets. Small solar panels can just be placed, but large solar panels are delicate and must only be deployed once we're out of the atmosphere. Stimmt. I've equipped this Ja. rocket with 2 deployable solar panels. Here's a hand crank. Get to work. Just kidding. There's a handy button that opens all of them with a single click. Great! The solar panels are now extended. Light tracking solar panels only rotate on one axis, so we may need to reorient our ship to point them fully at the sun. Let's make sure the panels are getting direct sunlight by rolling our ship a little bit. Excellent. The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rocket some much-needed EC. You can see the status of any solar panel within the part manager in the electrical parts menu. You can either access the app directly by clicking the app button, or you can right-click a part to directly access it in the part manager. Mhm. Okay, da habe ich letztes Mal gar nicht reingeguckt. Das ist irgendwie untergegangen. So, Electrical. Kann ich da jetzt anklicken? Ah, okay. Status ausgefahren. Sterneneinstrahlung 94%. Okay. Ja, was Neues dazugelernt. Also, es war letztes Mal auch schon das Tutorial, aber ich habe es nicht kapiert, wofür es ist. Oder es ist nicht so richtig, hat sich nicht eingebrannt. Na gut. Getting EC is one thing, and storing it is another. Most command pods have a small battery, but many missions will call for additional EC storage. When we're traveling far from the sun or going to the dark side of a planet, more batteries means more peace of mind. Okay. Weiter. Ja, manchmal muss man etwas zweimal sich anschauen, damit man das hinterher auch sich verinnerlicht. Und da habe ich jetzt wieder gemerkt, das ist untergegangen. Aber ich habe das Tutorial einmal geguckt und dann ja erstmal stundenlang mit Raketen gebaut. Klar, dann kann man sich nicht alles auf einmal merken. At some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better view for this operation. Aber was ich noch nicht gesehen habe, Remember ist, how gibt we es noch burned Lebensmittel? prograde to raise our orbit? To dem lower Spiel? our orbit, we burn in the opposite direction, retrograde. SAS can really help us out here, so let's turn that on. Now flip retrograde, the opposite direction to our rocket's movement. All right, the rocket is aligned to retrograde. Increase the throttle and burn until our trajectory is just past the atmosphere. As we decelerate, watch what's happening to our periapsis. Once it enters the atmosphere, this rocket is on a path back to the ground. Don't ease off the throttle yet, though. We're going to keep burning until our trajectory intercepts the ground. This should give us a good idea where our capsule will land. That's it. Let's stop our burn. Now that we're on a collision course with Kerbin,
We need to turn that collision into something more survivable. This process of crashing without dying is called landing. Our upcoming stage will activate a decoupler, dropping the engine and exposing a very important heat shield. Why don't you do that now? Da war auch schon der Hitzeschild, okay. Ja. Great! We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels like when it catches on fire? You're about to find out. Ja, ich habe es so schnell durchgespielt. At some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better view for this operation. So. Das hatte ich doch schon. Genau, die habe ich jetzt alle 4 durch. Jetzt kommt noch das Orbitaltransfer-Tutorial. So. Und das habe ich mir jetzt schon zweimal angeguckt. Aber ich habe es immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Jetzt muss ich noch mal ganz genau gucken auf diese ganzen Darstellungsdinger, was da der Grund ist. Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets. If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. If you're looking for somewhere else to fly a rocket, the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. If you mistime your departure, you may miss the Mun entirely, which creates a lot of paperwork. Let's assume you've left at the right time and the Mun is there to meet you. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. You've had to go very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Remember what I said about paperwork? Once you're in the Mun's gravity well, the best way to slow down is to fire your engines backwards until your trajectory becomes a nice, stable orbit. Now you're a moon of the Mun! Ha! Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets. If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. If you're looking for some... auch schon wieder. Weiter. So. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht auf Wiederholen klicke.
Our rocket is in orbit over Kerbin and ready to fly. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. To be captured by the Mun's gravity, our vessel must cross into the Mun's sphere of influence, or SOI, the zone in which its gravity is stronger than any other celestial body around it. Ja, das ist We're klar. going to create a maneuver plan to figure out when and how long we need to fire our engines to intercept the Mun. Great! Now here's a new trick. We can select any object as a target in map view. Targeting gives us useful information and enables new tools. Once we've targeted a celestial body or other object in space, our maneuver will provide closest pass and plane angle information. This can be very helpful for meeting up with someone or something in space. Right now, our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Let's adjust our camera until we can see the Mun. Then, right-click to target it. We want to place this maneuver plan with two things in mind. First, the Mun is in motion. We can't aim our spacecraft where the Mun is right now. Instead, we have to aim where the Mun will be after our vehicle has coasted all the way from Kerbin. Ja, das ist okay. Remember how increasing velocity raises the opposite side of our orbit? Since we're placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of Kerbin from where we intend to intercept the Mun. Gegenüberliegende Seite immer, okay. Von dem aus wir zum Mond aufbrechen wollen. Placing a maneuver plan usually involves making a best guess, and then fiddling with the maneuver until you get an intercept. Fortunately, you've got a crack navigator with you today. By my calculations, we'll want to put our maneuver here. Okay, also dort. Manöverplan. Excellent! We've just created a maneuver plan. While we could find out if our departure timing is correct by just picking a direction and maxing the throttle, a maneuver plan tells us in advance how much delta V we'll need, how long we'll need to burn, and in what direction our vessel will need to point during the maneuver. Okay. Weiter. Grab and pull the arrows to plan a burn along that direction. This maneuver is pretty simple. We want to burn prograde and expand our orbit. Okay, also das ist der Wert für rechtsläufig, okay. Hopp. Nice! That maneuver event towards the end of your trajectory is exactly what we're looking for. It tells that if we execute this plan, we'll intercept the Mun. Das war's jetzt, ne? Genau. If a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. It's very common to refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. Also in S2 und S1.
Und das S2 komme ich zuerst rein. Okay, und jetzt schiebe ich den. So, hier ist der Schnittpunkt 1 von dem... Okay. Und den Schnittpunkt 1. Ah, jetzt habe ich was kapiert. Hier ist der Schnittpunkt 1. Und da ist auch ein Schnittpunkt 1. Und diesen Schnittpunkt 1 muss ich mit diesem Schnittpunkt 1 übereinstimmen lassen. Wunderbar. Ja, dann ist das der Schnittpunkt 2. Was ja nicht schlimm ist. Insgesamt würde ich eigentlich weiterfliegen. Aber das passt auch nicht ganz hier. Da ist noch nicht eine gerade Linie drin. Aber ich glaube, ich habe das jetzt kapiert. Moment, guck mal, da ist auch noch Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 2, Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 2. Perfekt. Müssen einfach nur zusammenpassen. Wieder was dazu gelernt. So, machen wir das. If we don't want to maneuver at all, we can delete the plan, either by right-clicking the gizmo and selecting delete, or through the burn timer. Maneuvers are invaluable when leaving Kerbin. Feel free to come back and practice anytime. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Jetzt weiß ich, wie das mit den beiden Schnittpunkten ist. Ja, ist gar nicht so einfach. Wenn man das nicht so ganz verstanden hat am Anfang. Danke fürs Folgen übrigens. Sehe ich gerade. We've got a maneuver plan that intercepts the Mun. Now we just need to execute that maneuver and fly to the Mun ourselves. Okay, das Manöver ist jetzt geplant. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass das Manöver jetzt schon Whenever we have vorbereitet a ist. maneuver plan, a burn timer will appear. The timer shows you how much time is left until we need to execute the maneuver. I've paused the simulation for a moment, so this number won't count down quite yet. Ich kann nämlich jetzt nicht prüfen, ob mein Manöver jetzt das Richtige ist oder das, was dieses Tutorial vorgibt. So, im Manöverplan wird der Zündtimer angezeigt. Okay, weiter. The timer also tells us how long we'll need to burn our engines at 100% throttle in order to complete the maneuver. Now let's take a look at the nav ball. A new marker has joined our old prograde and retrograde markers. This is called a maneuver marker, and it shows us the orientation of our planned maneuver. We Das want to make ist der sure that this Grund. marker is in the center of our nav ball during our maneuver burn. Luckily, we can aim at this. Now your vehicle is properly oriented. And through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. Jetzt das We're still angeklickt, far das from our planned Manöver zu burn, machen. so let's speed things up. Okay. While we could rely on our reflexes to time warp at the perfect moment, oh, departure burn, here we come. Great! We've exited just before our maneuver burn, and I've paused the simulation once more. After we select Continue, remember to wait until the countdown reaches 0. Then we'll go okay, get ready to hit the throttle.
Normal. Zwei, eins, go. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. So, jetzt, das muss man anklicken fürs Manöver. Okay, was sind die anderen? Ziel und Gegenziel. Ach, das brauche ich fürs Andocken. Ah, nice. Ich glaube, das brauche ich fürs Andocken. Ja, sieht gut aus, das AP passt sich an den Manöverplan an. Und stopp. Great work! You've successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the Mun. Ein bisschen anders geworden, als der Manöverplan war, aber könnte funktionieren. So, weiter, nächstes. Ah, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie Manöverpläne gehen. It's going to take a while to reach the Mun, but don't let the wait fool you. We're now moving faster than any Kerbal has ever flown before. To orbit the Mun, we'll need to burn retrograde once we're inside its SOI, or Sphere of Influence. This will slow us down enough to keep us from being whipped into interplanetary... Let's start by time warping until we're within the Mun Sphere of Influence. Okay. Farewell, Kerbin. We'll miss you. Liebe Volkerin, ja. Wir werden dich vermissen. Okay, wir kommen jetzt in den Einflussbereich. Perfekt. Welcome to the Mun Sphere of Influence. Let's slow down to normal time so we can create our capture maneuver. Did you notice that we've got a periapsis above the Mun, but no apoapsis? That's because we're going too fast to complete an orbit before sailing past the Mun. Don't worry, we have time to adjust. Our objective is to slow down enough so that both apoapsis and periapsis are within the Mun Sphere of Influence. Remember the rule of orbital opposites. Because we want to lower your apoapsis, we'll need to place our maneuver plan at the periapsis. Let's get started. Ach, hier muss man jetzt auch wieder einen Manöverplan machen, ja. Gut. Manöverplan, planen. So. In order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning backwards, or retrograde. This is a little like deorbiting over Kerbin, but we're going to stop burning before our trajectory meets Mun dust. Indem du im Manöverplan den Rückläufig-Pfeil ziehst. Ist das rückläufig? Manöver. Ziel. Gegenziel. Oder Manöver.
Das ist nicht... Nee, das ist nicht richtig. Das da. Das ist gegenläufig. Gut. Okay, dann... Stelle ein Manöver und das Moonobjekt. Genau, und jetzt kann ich das ziehen. Ah, okay. Maneuver plan set. Next up, let's make sure we're pointed where we need to be. Und dann muss man jetzt draufdrücken. If Ja. the maneuver is right and we're pointed in the right direction, now we need to time warp to the right position. And we're on our way. Almost there. When the countdown reaches 0, throttle up to start your capture burn. Throttle up now. Keep burning until the burn timer reaches 0. Shut the engines now. We have an orbit. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Ah, deshalb. Da habe ich vorhin mal aus Versehen drauf geklickt. Tutorial beenden. Aber jetzt weiß ich, wie Manöverpläne funktionieren. So, jetzt muss ich nur noch mal eine Rakete hochschicken. Die kann dann andocken. Und die nächste Aufgabe wird mal seine Raumstation mal zu bauen. So wie die ISS. Was ist jetzt passiert? Wo bin ich hier gelandet? Ach so, der ist schon wieder abgestürzt. Okay, in der Zwischenzeit. Das läuft dann also weiter. Wenn man das Tutorial macht, muss man aufpassen. Überleg gerade, wenn man das hier zündet, erst später, ne? Wenn es getrennt wird, dann fliegen die doch weg, ne? Mach die mal dahin. So. Dann zieht er die doch weg, dann fallen die nicht runter. Ja. Und hier, das Triebwerk tausche ich mal aus. Das war das hier. Gegen das. Oder gegen das. Na, das will er noch nicht so richtig, ne? Will das doch wegschmeißen. Warum kann ich die nicht immer wegschmeißen? So, jetzt, was hat er jetzt genommen? Okay. Hier haben wir auch noch Andockingsstation. Genau. So,
probieren wir das mal. Also, als erstes zündet der Booster. Dann würde ich sagen, zündet das zum Schluss. Booster zuerst. So. Dann zünden die, schieben oder schicken die Booster weg. Dann habe ich das. Das kann direkt in die zweite Stufe mit rein. Dann wird das getrennt. Dann kommt das mit in die Stufe. Dann kann ich das trennen. Und ja, na, so können wir das doch laufen lassen. Na, gucken wir mal. Stufe. Ja. Nee, das habe ich mir nicht so gedacht. Erstmal ausrichten. Na, das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
aus jetzt. Und wir haben noch richtig viel Treibstoff. Das passt. Wunderschön. Geil. So. Wir gehen mal hier gucken, wie weit ich hochgehe. Ja, das sieht gut aus. Ich bin ja schon fast da oben angekommen. Vorspulen bis zu dem Punkt. Ja, schneller geht es jetzt gerade nicht. Und dann probieren wir mal. Schneller machen. Ja, das wächst gut schnell. Jetzt. Ja, wenn man so weit weg geht, dann sieht das mal noch langsam aus. Ah, wieso hat er jetzt... Okay. War noch im Zeitraffer-Modus, deshalb. Aber gefällt mir trotzdem. Ich warte jetzt noch bis zu diesem Punkt hier. So, und dann nochmal vollen Schub. Okay. Und dann die nächste Stufe. Jetzt gucken wir aber erstmal auf der Map. Sagt er jetzt? Ah, schön. Haben wir fast eine Umlaufbahn. Ah, obwohl, ich könnte, wenn ich Glück habe, die gleich jetzt hier voll machen. Jawohl. So, gucken wir mal, ob wir das größer machen können. Ja, haben wir doch fast schon eine Umlaufbahn. So. Also in der Umlaufbahn sind wir jetzt angekommen. Treibstoff habe ich auch noch eine Menge. Wir könnten mal gucken, ob wir diesen Punkt hier ansteuern können. Ziel setzen. So. Das habe ich jetzt angesteuert. Wir gehen auf die gegenüberliegende Seite und stellen hier einen Manöverplan her. So. Achso, erstmal sage ich hier, wo ich hin will. Ich will zum Ziel. So. Da richtet er sich jetzt noch aus. Dann ziehe ich jetzt an den Pfeilen. Welchen Pfeil muss ich jetzt ziehen? Na, müssen wir mal ausprobieren. Okay, den. So, da wird er dann sein.
dann ziehe ich den hier rüber, dass der Schnittpunkt 1 und Schnittpunkt 2 zusammenpassen. So. Und dann muss ich jetzt nur gucken, dass ich das wieder kleiner mache. Ja. Das müsste doch fast klappen. Bin mal gespannt, ob das mit dem Andocken gleich funktioniert. So. Ne? Weiß nicht, ob das klappt, aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Da ist im Moment jetzt die eine Rakete, da ist meine zweite und ich möchte, dass die beiden zusammen andocken und zu einer Einheit werden. So, das wären 36 Minuten bis dahin und ich habe das Ziel gewählt. Ja, und dann könnte ich jetzt eigentlich mal ausprobieren, ne? Treibstoff ist da, ich kann vorspulen. Gut. Probieren wir es aus. So, eine Umrundung. So, noch 43 Sekunden und Ausrichtung zum Ziel steht. Das haben wir. Und ja, geben wir jetzt gleich. Na komm. Muss nur jetzt aufpassen, dass ich den richtigen Moment erwische. So, wieder Echtzeit. Und 3, 2, 1. Vollen Schub. Na und wie lange? 11 Sekunden. Das ist ja nicht lange, dann verbrauche ich gar nicht so viel Treibstoff. Noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt muss ich noch einen kurzen Moment warten, weil das ist mir zu wenig. Ich will, dass der AP-Punkt wenigstens die Linie berührt. Und aus. Oder? Muss ich da noch ein bisschen weiter gehen? Nee, aus. Das ist sonst zu weit, glaube ich. Ah, es könnte eng werden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Naja, mal schauen. So, den Manöverplan kann ich jetzt erstmal abschalten. Da haben wir den Schnittpunkt 1. Hier haben wir den Schnittpunkt 1. Ich glaube, die verpassen sich. Gucken wir mal. Habe ich den Manöverplan falsch verstanden? Weil das Schiff hier, weil das Raumschiff bewegt sich im Vergleich zu dem anderen jetzt fast gar nicht. Warum bewegt sich das hier nicht? Das ist ein Grafikdarstellungsproblem. Das sollte doch sich eigentlich auch bewegen. Entweder nach links oder nach rechts rum. Das kann doch nicht da stillstehen. Merkwürdig.
Ach, ich habe ja schon einige Bugs hier gefunden. Wer weiß. So, mal gucken. Echtzeit. Treibstoff habe ich ja noch ein bisschen. Gucken wir mal, wo ist denn das Schiff? Zum Ziel ausgerichtet. Ziel ausgerichtet heißt dahin. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber was mich mal interessiert, Ressourcenmanager, was kann man denn da managen? Kaugummikugel? Hä? Okay, es gibt doch Lebensmittel in dem Spiel. Der Körbel hat eine Kaugummikugel zum Essen. In seinem Pott. Und davon ist noch ein bisschen was über für 149 Tage. Okay. Was? Kaugummikugel-Ernährung. Na gut. Muss ich mir merken. Man nimmt eine Kaugummikugel und kann davon 150 Tage leben. So, wir wollen jetzt noch mal gucken. Also, der zweite, der ist ja hier. Da ist Stage 2. Gehe ich mal auf Steuerung und zentrieren. So. Das ist meine zweite. Und da ist ja auch ein bisschen Strom bei, also Treibstoff noch bei. Das heißt, da könnte ich jetzt theoretisch bei dem anderen andocken. So, aber bei dem habe ich eine gute Umlaufbahn, bei dem nicht. Dann übernehmen wir hier mal die Steuerung. Hier habe ich ein bisschen weniger Treibstoff. Aber da habe ich einen Fallschirm. Da habe ich einen Fallschirm. Könnte bis dahin vorspulen. Er bewegt sich. Hey, er bewegt sich. Und dieser Punkt, der hätte da sein müssen. Okay. Puh. Jetzt ist Planung gefragt. Okay, also auf der gegenüberliegenden Seite brauche ich meinen Manöverplan. So. Ich richte das aus auf ein Ziel. Das ist mein Ziel immer noch. Okay. So. Der Manöverplan. So.
Von Punkt 1 auf Punkt 1 muss ich setzen. Da werde ich jetzt nicht wirklich schlau draus. Ah. So, jetzt kann ich das drehen. Oh, bei dem Kreis anfassen. Na, das sieht schon mal gut aus so. Und ich muss... Ja, so habe ich ja jetzt nur wieder eine Runde Umlaufbahn. Auch natürlich hier noch ein bisschen mehr. Schnittpunkte. So. Da ist mein Schnittpunkt. Da ist S2 und eigentlich könnte ich zum Schnittpunkt 1 gehen. Oh. Also die Steuerung, die ist heftig. Gewöhnungsbedürftig. So. Warum kriege ich den jetzt hier nicht hin? Ich muss erstmal aus dieser Ellipse raus, glaube ich. So, Schnittpunkt 1 und Schnittpunkt 1. Na, das ist das nächste, was ich im Moment hinkriege vom Kreis her. Dann machen wir mal so in 2 Stufen. Weil das ist so ovalförmig. Das ist mir auch zu ovalförmig. Wir gucken erstmal, dass wir das hinkriegen. So. Das ist ja dann fast ähnlich. Machen wir erstmal sowas, ja. So. Oder? So, hier hätten wir da auf jeden Fall schon mal die Überschneidung drin. Na, probieren wir den mal. Also, das wäre noch 33 Minuten bis zu dem Punkt. Ziel ist ausgerichtet. Gegenziel. Ne, Zielausrichtung. Brauche ich. Okay, dann spulen wir da jetzt hin. So. Noch 41 Sekunden.
Ach, shit. Nochmal. Okay. Habe ich verpasst. Dann muss ich einen neuen Manöverplan erstellen, weil ich jetzt woanders bin. Wo erstellen wir denn dann hier? So. Nee, ich will nicht abstürzen. Und ich will es auch nicht ellipsenförmig. Ich glaube, das ist auch die falsche Position, ne? Überliegende Seite. Da müsste ich eigentlich hin. Weil das Objekt hat keine Anziehungskraft, ne? Deshalb müsste ich die Umlaufbahn ähnlich groß machen. Eigentlich ist das die richtige Position. Punkt 2. Ist eigentlich egal, an welchem Schnittpunkt man sich dann trifft. Weil das ist das nächste, was ich bisher erreicht habe. Na, gucken wir mal. So, also im Schnittpunkt 2 würde man sich treffen. So, Zündung in 16 Minuten.
Warum? Warum taumelt der so? Zu nah an der Erde, ne? Ja, ich bin bei PE zu nah an der Erde. Ach, scheiße. Na gut, dann gehen wir wieder zurück und landen das Ding. So, wir sind jetzt auf 47.000. Den mache ich hier weg, weil den kann ich nicht mehr ausführen. So viel Treibstoff habe ich nicht mehr, um der Atmosphäre zu entkommen. Oder? Nee. Noch ein Manöver machen können, aber das war's dann auch. So, dann sprengen wir das Ganze mal ab. Das ist witzig, was der Kabel sagt. So. Ach ja, stimmt, ich habe den Tank oben abgeworfen. Ne? Das bleibt über hier. Wieso bin ich jetzt wieder weiter weg? Ach Mann. Ja, das ist, wenn man das nicht kapiert. Wo... Oh oh, oh oh. Verlasse die Umlaufbahn. Ja, das ist jetzt ein Problem. Also das ist jetzt weg. Das kann ich jetzt nur noch werden. Rückkehr bestätigen. Also das, was ich brauche, ist noch mal ein bisschen mehr Treibstoff. So, ich mache mal kurz auf Pause. Bin gleich wieder da.
So, ich bin wieder da und weiter geht's. Das fand ich mit diesen Raketen da drauf, fand ich schon gut, dass die dann so weggeschossen werden. Das ist super. Und das, denke ich, kann ich direkt mit in die erste Stufe mit reinnehmen und da so ein bisschen mehr Schub erstmal kriegt. Wobei ich mir jetzt auch eine Frage stelle. Schiebe ich mal erstmal eine Seite. Die hätte ich gerne verbaut gleich. Das mal eine Seite. Und hier machen wir mal einfach mal ein bisschen mehr Treibstoff drin. Obwohl ich glaube, ich mache eine neue Rakete. Ich mache eine ganz andere. Jetzt mal. Ja, mache ich auch. Weg damit. Ich wollte eigentlich alles wegwerfen. So. Mach eine One-Way. Eine Fernsteuerungseinheit, ne? Das ist eine Sonde. Kann ich doch lieber sowas nehmen. Auch kein Kabel mitfliegen, ne? Das ist eine Fernsteuerungseinheit. Dann kann ich doch was Autonomes hochschicken. Genau das wollte ich jetzt ausprobieren. Also ich nehme hier sowas mit Traversen. Eine XL-Traverse. Oder machen wir mal erstmal was Kleineres. Was? Dann diese komischen Dinger hier mit Treibstoff. Haben wir auch da sowas. Und sowas. Und nochmal sowas. Oh, das ist natürlich sehr schwer. Aber auch rein theoretisch. Müsste das ja gehen, wenn ich da ein ordentliches Teil da mache. Okay, da fehlt jetzt elektrischer Strom mit Solarmodul. Ja. Was bauen wir denn da?
So, und unten bauen wir einen großen Treibstofftank. Das muss man erstmal gucken, 69 Tonnen. Ja, was machen wir dafür einen? Reicht so einer? Und dann mit einer Schubdüse unten dran. Moment. Tiefenraum, Triebwerk. Die sind also nicht zum Starten geeignet. Dann kann ich ja hier eine Kupplung dran bauen. Das drunter hängen. So. Und dann so ein ordentliches Ding hier runterknallen. Das kriege ich hoch. Okay, das kriege ich hochgeschossen. 3,8. Dann bräuchte ich hier nur noch irgendwas mit Aerodynamik. So. Mit Aerodynamik. Und dann bräuchte ich jetzt noch ein paar Booster, ne? Ja. Mal. Booster, die will ich ja sofort loswerden. Ich brauche direkt die großen Dinger, ja. Vier Stück. Wir haben eine große Masse, aber auch richtig Wumms. Aber ich werde die noch ein bisschen tiefer setzen. Ich will nicht, dass das untere Triebwerk den Boden berührt. So, und dann brauchen wir hier noch Aerodynamik, eine Spitze. Ah ne, Moment. Doch extra diese Dinger. Na? Genau, die setze ich da drauf. So. Die starten dann als zweites. Erst die, dann mit dem
Starten die. Das kann danach starten. Dann koppel ich das ab. Und dann habe ich das Haupttriebwerk und damit kann ich dann die Korrektur machen. Okay, jetzt brauchen wir noch elektrischen Strom. Wie viel elektrischen Strom brauchen? Kann ich hier irgendwas dran verbauen? Ja, hier oben. Ne? So, dann haben wir noch die Solaranlage. Die bauen wir da dran. Ist einziehbar. Noch Schub müssten wir haben. Brauche aber noch eine Andock-Möglichkeit. Kann man denn hier andocken? Ne, will er nicht. Hier kann man andocken. Okay, für 4 Kabel.
Hm. Okay, jetzt habe ich kapiert, was los ist. Die hier müssen alle da ab. Das RFS. Wo ist denn jetzt das RFS? Da. Hm. Und das geht. Also Stufe 1. Abdocken. Dann wegschießen. Rakete zünden. Trennen. Und dann haben wir hier noch das letzte Triebwerk. Und damit ist Feierabend. Ja. Ja. Starten wir mal. Mein erster Versuch mit einer Orbitalstation. Mal gucken, ob das geht. Also bisher steht sie. Bisher kippt sie nicht um. Na, starten wir mal. Los geht's. Oh, ich hab Angst. Ich sehe nämlich, dass die Raketen auf diese Kugel zeigen. Wir werden die treffen. Leuchtung habe ich vergessen. Wenn man mal nicht hinguckt. Trennen wir das mal. Ja, hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht. Ah, die Geräusche, die sind schön. Na, jetzt ist es weg. Und das ist das, was übergeblieben ist.
Ja, man sollte genau hingucken und nicht irgendwie sich ablenken lassen durch irgendwas, sonst verpasst man genau diesen Moment. Woran hat das jetzt gelegen? Ich denke an den Boostern generell. Vielleicht sollte ich da unten ganz stabile Traversen anbringen. XXL ist aber zu schwer, ne? 2 Tonnen nochmal. So. Da bringen wir dann die XL Teile für die Booster an. So. Und dann setzen wir da die Booster. Jetzt treffen die das Teil nicht mehr. So. Das kommt beim Trennen mit dabei. Weg, das zündet zuerst, danach zündet das, trennt sich. Soll das gleich mitzünden? Also nicht. Weiß ich. Weiß ich nicht. Und dann machen wir nochmal Stabilisatoren hier dran, würde ich sagen. Ganz große. Na, mal gucken.
diese Traversen, die funktionieren nicht als Halterung. Die sind nicht stabil genug. Na gut, dann muss ich ein anderes Raumschiff zusammenbauen. Wir fangen nochmal bei Null an. Mal mit einer KI. Kann kratzbürstig sein. Okay. Oh, das ist gut. Die KI kann kratzbürstig sein. So. Dann brauchen wir nämlich hier kein Ding. Dann brauchen wir nur Elektrizität. Ein Akkumodul. Mal ein eigenes dazu. Machen wir mal oben eins. Und unten eins. Haben wir schon mal 4 Tonnen weg. So. Dann brauche ich aber noch irgendwas. XL. Nutzlast. Na, machen wir für die Crew was. Hier kann die Crew ran und hier kann die Crew auch hin. Machen wir da auch noch einen Laderaum hin. So.
Ich kann euch das extrem. So kann man das machen, ja. So. RFS brauchen wir.
muss noch eine Spitze dran, ne? Jetzt ist das. Das sieht irgendwie doof aus. Hier würde ich sagen, kommt irgendwas dran gebaut. Wo ist denn das RFS? Warum findet man das hier nicht unter RFS? Da findet man es, aber nicht bei der Suche. Das ist das Stärkste. Jetzt muss ich das nur hochschieben, das Ganze, ne? Position 1. Meter hoch. Okay. Ich brauche sowas hier unten drunter. Erstmal brauche ich einen Decoupler. Stapelentkoppler XL. Dann brauche ich Treibstoff. Ne, ganz normalen. Ja, ein ganz normaler tut's auch. Viermal. Ne. Einmal. Dann würde ich sagen noch 4 zusätzlich außen. Puh. Das ist eine Rocket. Dann brauche ich 4 Megatriebwerke.
Das ist large. Dann noch eine in der Mitte. Die werden zuerst gezündet. Schub, habe ich echt genug? Wow. Stabilisatoren. Was sagt denn der? Weiß nicht. Big. Riesen. Rakete. So. Puh. Ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. In 2 Stunden wäre ich auf PE. Laut der Berechnung. Mhm. Na, mal gucken. Ich hätte mal Lampe dran machen können. Aber er hebt ab. Das sieht so nice aus mit dem Chip drauf da unten. Das ist nicht schnell genug. Der kippt um. Der kippt um. Der kippt um. Der kippt um. Tja, wieder mal ein Absturz. Wieder da an, wo das sah cool aus.
ich denn machen, damit das nicht so wackelt? Auch noch so Stabilizer dran, ja. Aber die würde ich mit einer Kopplungsfunktion machen. Und dann so Stabilizer. Und die sprenge ich auch ab, wenn die Startsequenz vorbei ist. Wie viele Tonnen wiegt eigentlich das Ding hier? Das nicht wegschmeißen. Eins Komma. Immer noch 1,1. Immer noch 1,1.
1,4. Damit kriege ich die auf jeden Fall schneller hoch. Ach, ich habe jetzt gar nicht die Reihenfolge angeguckt, die ich gebaut habe. So viele Explosionen. Oh, ein paar Booster haben es überlebt. Ein paar Teile haben es überlebt. Werde Licht. Diese Animationen in Sau machen können, wie das aus dem Raumschiff aus der Halle rausgefahren wird. Die schmeiße ich weg. Die schmeiße ich auch weg. Und da brauche ich dann sowas drauf. So. Einfach so aus. Punkt. Mache ich unten hin. Also erstmal das mit 1,5.
Bisher geht das noch ganz gut. Das ist schön gerade. Schwankt jetzt zur Seite weg. Was nicht so gut ist. Das ist einfach zu schnell. So viel Schub. Spielen Karussell. Das Rennen. Das war hier. Und kaputt. Ja, die ist zu groß. Zu schwer. Also nochmal zurück.
Ja, das, was ich hier gebaut habe, ist ein bisschen zu lang. Was nehmen wir denn nochmal weg? Ich glaube, das Ding nehmen wir da weg. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das schmeißen wir raus und den Rest da dran. Das ist ein bisschen kürzer. Das müsste gehen. Na, probieren wir mal. Aber Elektrik habe ich doch dran gebaut. Jetzt wollen wir mal gucken wegen Lichtquellen. Ja, bauen wir da noch ein bisschen Licht dran, würde ich sagen. Ne? Damit wir wenigstens sehen, wo die Spitze ist. Ein paar Lampen. Und hier machen wir auch noch ein paar Lampen dran. Wohl da? Nee, da nicht. Da machen wir. So. Das sollte leuchten. Na, dann gucken wir mal. Elektrik habe ich dran. Eine KI ist eingebaut. Das heißt keine Crew. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Teile schon wieder an der falschen Stelle sitzen. Hier im Stufensystem. So, da müssen die hin. Und Lampen. Ja. Man so. Position 1. Na gut. Dann starten wir mal. Es wird eng. Es wird eng. Ich glaube, wenn ich die Kugel wegnehmen würde, dann würde das ein bisschen leichter werden. Das noch kürzer bauen. Das ist oben einfach zu schwer. Ich glaube, ich nehme die Kugel raus, dann habe ich genug Schub. Obwohl ich die Kugel eigentlich ganz gerne drin hätte. Aber das sind 56.000 Tonnen, die dann weniger hochgeschossen werden müssen.
Ich nehme das weg. Wenn es mit der Maus nicht läuft, Tastatur tut's auch. Na, das könnten wir doch nehmen, ne? Ja. So, wie viel hat er jetzt an Schub? Dann nehmen wir das da und das da dran. So. Was haben wir jetzt? 1,2. Tut sich aber auch nicht viel. Wenn ich jetzt hier unten noch Booster dran mache. Booster, die könnten da was bewirken. So. 1,4. Ja. Dann machen wir nochmal ein paar Booster dran. Dann machen wir nochmal ein Stück Booster dran. Eins Komma sechs. Naja. Die brauchen wir eine andere Stufe. Wer ist denn da? So. Gut, 1,6 ist schon mal besser als 1,1. Konstruktion. Oh, die ganzen Booster nehmen wir wieder ab. Ich glaube, die Booster- an Booster-Geschichte ist nicht so gut. Was haben wir denn, wenn wir nur 4 Booster drin haben? Ja, nicht viel weniger. Gucken wir mal mit 4 Boostern. Hält? Nee, hält nicht. Okay. Also mit Booster hält nicht. Da brauche ich die Halterung für. Aber dann müsste es gehen. Dann nehmen wir hier die
Dinger hier. Vier Stück. Ja, mach das mal so da dran. Und dann gucken wir, dass die Booster da dran montiert werden. So, Aerodynamik. Jetzt auf die Booster. Und dann muss ich die Booster doch noch mal ein bisschen runterziehen. Damit die unten bündig sind. So, erst die Booster, dann das lösen. Dann die Triebwerke zünden. Die müssten direkt mitgezündet werden. Die könnten direkt mitgetrennt werden. Okay. Na, gucken wir mal, ob wir das dann noch. Sonst muss ich, glaube ich, noch mal ganz anders anfangen mit dem Bauen. Naja, das ist zu schwer. Booster weg. Hier auch weg. Ich glaube, das ist das Problem hier. Das weg. Das weg. Das direkt dran. So. Dann muss noch Elektrizität. Ja, die ist jetzt nicht mehr dabei, weil ich das gerade weggeschmissen habe, das andere Teil. Und RFS ist nicht dabei. Wie mache ich denn das? Das weg. Akkumodul habe ich. Aber Solar nicht. Machen wir 2 Stück.
Fahrzeug hat kein Hitzeschild und ein RFS. Hitzeschild brauchen wir eh nicht. Darunter wollen wir nie wieder. So, ein Stück davon. Hier dran. So, RFS haben wir. Jetzt haben wir nur den Hitzeschild. Die Schubkraft immer noch 1,2. Was ist da los? Was für ein Triebwerk hätte ich noch? Das hat jede Menge Schubkraft. Wir haben alle weniger. Und das sieht ein bisschen komisch aus. So. Das habe ich gerade anders gehabt. Der jetzt auf einmal meckert, dass das nur noch 0,9 Schubkraft ist. Lassen wir mal weg. So, jetzt haben wir 1,06. Da schmeißen wir die Booster drauf. Dann haben wir 1,6 mit 3 Boostern. Mit 4. Nicht 8 nehmen. Dann haben wir sogar 1,8. Ja, das geht doch. Probieren wir aus. Also, erste Stufe das. Und das. Dann die Trennung. Und dann die. Okay. Starten. So. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Also die ist jetzt immerhin kleiner, deutlich kleiner. Keine Stabilisierung dabei. Die Booster sind schneller leer als der Haupttrieb.
anscheinend habe ich keinen Treibstoff. Doch, habe ich. Tja, so ist das. Naja, ich höre jetzt erstmal auf. Ich habe jetzt auch über 4 Stunden schon wieder gestreamt. Ich will jetzt erstmal gleich was essen. Wir haben schon 19 Uhr gleich. Ja. Und damit sage ich erstmal schönen Feierabend. Ich bedanke mich. Demnächst nämlich.